Hast du dich schon mal gefragt, was dir deine Träume eigentlich sagen wollen? Manche wirken total abgefahren, andere lassen uns nach dem Aufwachen nachdenklich zurück. Ich hatte vor einiger Zeit einen sehr eindrücklichen Traum, der mich lange beschäftigte. Was er mir wirklich sagen wollte, habe ich erst viel später verstanden und genau darum geht's heute. Ich lade dich ein, gemeinsam einen Blick hinter den Vorhang deiner Träume zu werfen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, gemeinsam mit dir etwas tiefer in die Welt der Träume einzutauchen. Träumen ist etwas ganz Natürliches. In der REM-Phase verarbeitet das Gehirn Erlebnisse vom Tag, Emotionen oder Erinnerungen. Manche Forschende sagen, Träume funktionieren wie eine Virtual Reality Umgebung und wir üben Überleben, soziale Situationen oder wagen uns an innere Konflikte heran. Schon Freud nannte Träume den Königsweg zum Unbewussten. Nach neurowissenschaftlicher Sicht sind Träume aber auch ein Nebenprodukt von Gehirn-Clean-up-Prozessen, also praktisch Sortier-, Bewertungs- und Aufräumaktionen des Gehirns, die unser Gedächtnis stärken. Wichtig ist, ob sie dir etwas sagen oder nicht, Träume bringen dich in Berührung mit Dingen, die sonst verborgen bleiben. Was Träume dir sagen wollen. 3 einfache Methoden zur Traumdeutung. Vielleicht fragst du dich, wie kann man denn verstehen, was so ein Traum wirklich bedeutet? Muss man da Symbolbücher lesen oder Psychologie studieren? Ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Denn das Wichtigste bist du selbst. Was ein Elefant oder ein Haus oder ein Tunnel in einem Traum bedeutet, hängt viel mehr von deinem eigenen Erleben ab als von irgendeiner pauschalen Deutung. Mit folgenden Methoden kannst du deine Träume besser verstehen. Assoziationstechnik. Frag dich einfach, was verbinde ich persönlich mit dem Symbol? Was bedeutet es für mich, nicht für irgendjemand anderen? Dann der innere Dialog. Wenn du im Traum zum Beispiel jemandem begegnest, stell dir vor, du würdest ihn danach fragen, was wolltest du mir sagen? Du wirst überrascht, was manchmal spontan kommt. Und dann noch die Dritte-Person-Perspektive. Erzähl deinen Traum mal so, als wäre es jemand anderem passiert. Was würdest du dem raten? Das Unbewusste spricht, wie Träume dir etwas zeigen, bevor du es weißt. Unser Unterbewusstsein ist wie ein riesiger Speicher. Es merkt sich Dinge, die wir längst vergessen haben. Es filtert, schützt und spricht oft in Bildern. Besonders nachts, wenn unser rationales Denken zur Ruhe kommt, wird es aktiv. Und manchmal entstehen daraus Träume, die mehr über uns sagen, als wir auf den ersten Blick verstehen. Ich erinnere mich an einen Traum, den ich vor vielleicht 10 Jahren hatte und den ich bis heute nicht vergessen habe. Ich fuhr mit meinem Auto auf einer Landstraße in ein Dorf hinein. Vor mir fuhr ein Militärtransporter. Auf der Ladefläche saßen viele Soldaten und die wirkten ruhig, fast schon regungslos. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, duckten sich alle gleichzeitig. Sie zogen die Köpfe ein, machten sich klein, als ob sie sich vor etwas schützen wollten. Und ich in meinem Traumauto dachte, warum machen die das? Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Aber einige Sekunden später explodierten mehrere Bomben im Ort, der vor uns lag. Häuser stürzten ein, Trümmer flogen durch die Luft. Und erst in dem Moment wurde mir im Traum klar, die Soldaten hatten sich geduckt, weil sie wussten, was gleich passiert. Sie bekamen eine Warnung und waren eingeweiht, dass die Bomben genau in dieser Sekunde explodieren. Ich war aber nicht eingeweiht. Und genau das hat mich nach dem Aufwachen so sehr beschäftigt. Wie kann das sein? Es war doch mein Traum. Ich habe ihn ja mit meinem Gehirn selbst erschaffen. Wie kann ich als Träumender etwas nicht wissen, das ich doch selbst inszeniere? Ich war gleichzeitig der Fahrer, der überrascht wurde und irgendwie auch der Regisseur des ganzen Traums.
Ein Widerspruch, der mir lange nicht aus dem Kopf ging. Später habe ich mich dann ausführlich damit beschäftigt und eine erstaunliche Erkenntnis gewonnen. In Träumen bin ich nicht nur eine Figur, ich bin auch Regisseur, das Bühnenbild und manchmal sogar Zuschauer und Erzähler gleichzeitig, und alle diese Beteiligten können gegebenenfalls unabhängig voneinander agieren, ohne Informationen mit den anderen Beteiligten auszutauschen. Das Ich, das im Auto sitzt, ist nur ein Teil von mir, das bewusste Selbst. Aber es gibt andere innere Anteile, das Unbewusste, das Intuitive, das mehr sieht als mein bewusstes Selbst. Vielleicht klingt das im ersten Moment seltsam oder sogar schon schizophren, fast so, als gäbe es mehrere Persönlichkeiten in meinem Gehirn, das träumt, den einen, der erlebt, die anderen, die schon alles wissen, und noch einen anderen, der die Geschichte plant. Aber keine Sorge, das ist kein Zeichen für irgendeine Störung. Ganz im Gegenteil. In Träumen ist es völlig normal, dass verschiedene innere Anteile unabhängig voneinander agieren. Das ist kein Widerspruch, sondern ein Zeichen dafür, wie lebendig und vielfältig unser Inneres arbeitet. Die Soldaten in meinem Traum waren vielleicht so ein Anteil, der es schon vorher gewusst hat, da kommt etwas Bedrohliches, besser vorsichtig sein, besser jetzt ducken. Ich musste es im Traum aber erst selbst erleben, um es zu begreifen. Ich als bewusst erlebender Teil im Traum musste die Explosion erst sehen, um zu verstehen, warum sich die Soldaten vorher geduckt hatten. Das Erleben im Traum hat ein erstes Verstehen ausgelöst. Und erst durch die spätere Deutung im Wachzustand wurde mir klar, welcher innere Mechanismus sich dort symbolisch gezeigt hat. Ich habe mich natürlich gefragt, was wollte mir dieser Traum eigentlich sagen? Gab es eine Botschaft dahinter, vielleicht etwas, das ich übersehen hatte? Für mich war dieser Traum eine Art Warnsystem. Vielleicht war ich damals innerlich schon angespannt oder in einer Phase, in der ich unbewusst spürte, es könnte etwas passieren, das mich erschüttert. Die Soldaten standen für mich sinnbildlich für einen inneren Anteil, der vorbereitet war, vorsichtig, wachsam, vielleicht sogar übervorsichtig. Und mein bewusstes Ich war noch mitten im Alltag, im Auto, auf dem Weg irgendwohin. Im Nachhinein denke ich, der Traum wollte mir zeigen, dass ich in manchen Situationen mehr auf meine innere Intuition hören sollte, auch wenn mein Verstand noch keine Gefahr sieht. Es war aber kein Albtraum, sondern eher ein liebevoller Hinweis hinzuschauen, innezuhalten und den inneren Warnzeichen mehr Beachtung zu schenken. Und vielleicht kennst du das auch, dieses leise Gefühl im Bauch, das sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Damit du es nicht überhörst, wird in den Träumen aus diesem Gefühl manchmal eine ganze Geschichte, die wie ein dreidimensionaler Actionfilm abgespielt wird, mit dir als Hauptdarsteller. Wenn du solche Impulse magst, lade ich dich herzlich ein, Teil der Neovara Community zu werden. Hier auf dem Kanal findest du regelmäßig neue Videos zu Themen wie innerer Balance, Energiearbeit, praktischen Tools für deinen Alltag. Und wenn du möchtest, abonniere gerne den Kanal. Es ist kostenlos und du verpasst nichts. Träume erinnern lernen. So trainierst du dein Gehirn für nächtliche Botschaften. Viele Träume verschwinden innerhalb weniger Minuten nach dem Aufwachen, manchmal sogar bevor du die Augen richtig geöffnet hast. Das liegt daran, dass dein Gehirn in der Übergangsphase vom Schlaf zum Wachzustand oft die Erinnerung an Träume nicht konsolidiert, also nicht abspeichert wie einen echten Tagesgedanken. Aber du kannst das trainieren. Leg dir zum Beispiel ein Notizbuch, ein Diktiergerät oder ein Smartphone mit Sprachaufnahme-App neben das Bett, am besten so, dass du es im Halbschlaf auch erreichst. Setze dann vor dem Einschlafen eine sanfte Absicht. Sag dir leise, ich möchte mich morgen früh an meinen Traum erinnern. Studien zeigen, allein diese Formulierung
kann die Erinnerungswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. Dein Gehirn richtet sich darauf aus. Handle im Moment des Aufwachens bewusst. Bleib noch kurz liegen, bevor du die Augen aufreißt oder zum Handy greifst. Frag dich, gab es Bilder, Situationen, ein Gefühl, das hängen bleibt? Halte alles fest, auch das scheinbar Unsinnige. Manchmal ergibt sich die Bedeutung erst später. Noch ein paar Tipps für deine Traumhygiene. Vermeide kurz vor dem Einschlafen schwere digitale Reize, zum Beispiel Nachrichten oder Stress. Natürlich ist Alkohol oder schwere Mahlzeiten oder Schlafmangel ebenfalls schlecht für die Traumerinnerung. Und Regelmäßigkeit hilft, wenn du deinem Unterbewusstsein zeigst, dass du zuhörst, wird es deutlicher mit dir sprechen. Vielleicht wirst du überrascht sein, wie viele Details sich zeigen, gerade dann, wenn du sie nicht bewertest, sondern einfach beobachtest. Dein Unterbewusstsein spricht eine eigene Sprache. Und wenn du beginnst hinzuhören, verändert sich oft auch dein innerer Zugang zu dir selbst. Träume im Alltag nutzen. So machst du aus Bildern kleine Schritte zur Veränderung. Traumarbeit kann dein Leben zwar nicht über Nacht verändern, aber sie kann dich achtsamer machen. Manchmal zeigen Träume Themen, die du schon kennst, aber noch nicht lösen konntest. Zum Beispiel wiederkehrende Träume von Prüfungen, von nicht ankommenden Zügen oder von Schutzszenen wie bei mir. Das können Hinweise sein. Vielleicht sagt dir dein Inneres, da gibt es etwas, das gesehen werden möchte. Vielleicht möchtest du einen Traum bewusst mit in den Tag nehmen als Frage, was könnte dieser Teil von mir heute brauchen? Du könntest auch mal testen, ob du eine kurze Meditation machst mit dem Bild aus dem Traum. Oft zeigen sich dabei neue Zusammenhänge. Und manchmal ist die beste Antwort einfach Mitgefühl für dich selbst. Dein Unterbewusstsein kämpft oft für dich, bevor du es bemerkst. Ermutigung und Ausblick, was du aus diesem Video für dich mitnehmen kannst. Vielleicht nimmst du aus diesem Video einfach das mit, was sich für dich stimmig anfühlt. Träume sind keine geheimen Rätsel, die du unbedingt lösen musst, aber sie können ein Fenster sein zu dir selbst. Sie können zeigen, was dich innerlich bewegt, oft bevor du es mit dem Verstand erfassen kannst. Wenn du Lust hast, damit weiterzumachen, dann beginne deine Träume einfach regelmäßig aufzuschreiben. Oder du fragst dich bei einem wiederkehrenden Bild, was will mir dieser Teil von mir gerade zeigen? Vielleicht ist ein Traum manchmal wie ein stiller Freund, der dir nachts etwas zuflüstert, was du dir tagsüber nicht sagen konntest. Du musst ihm nicht immer glauben, aber es schadet auch nicht, wenn du ihm zuhörst. Und solltest du heute Nacht deinem Unterbewusstsein im Traum begegnen, sei nett zu ihm. Es hat die ganze Nacht für dich gearbeitet. Vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut, träum was Schönes. Bis zum nächsten Mal.